Ja, liebe Freunde, ich sitze hier auf der Brom 39 von Peter und Petra, hier hinten auf der Pflicht. Die hat ein Update bekommen, neue Polster. Das sieht jetzt fantastisch aus und wie es vorher aussah, das zeige ich euch jetzt. Wir sind hier wieder an Bord unserer Brom 39. Diesmal geht es darum, zu zeigen, dass wir einen Umbau machen, und zwar von den Polstern. Insbesondere hinten in der Pflicht, die Achtersitzgruppe ist ja von Brom aus im Original, ja, ich sag mal, relativ bescheiden ausgeführt, also klein gehalten, und wir wollen das jetzt umbauen zu einer vernünftigen Sitzgruppe, zu einer Sitzecke. Und natürlich wenn wir dann auch die Fahrersitzbank, die ja klappbar ist, so dass man die dann in der Pflicht auch benutzen kann. Wie man sieht, die ist schon abgebaut. Das wird also auch dann neu gemacht. Der Polsterer hat die Sachen gerade bei sich noch in der Werkstatt. Und ja, ich werde dann auch wieder ein Vorher-Nachher, beziehungsweise dann jetzt ein Nachher-Video machen, damit man den Unterschied tatsächlich sehen kann, was dann aus dem Umbau geworden ist, beziehungsweise ja, dass der hoffentlich gut geworden ist. Ja, wo ich hier sitze, war vorher ein kleiner Kindersitz. Das war total unbequem und jetzt sitze ich hier richtig gut bequem. Das habt ihr toll gemacht. Ja, wir haben uns natürlich auch Mühe gegeben. Ich gebe zu, wir haben ein bisschen abgeguckt, was hier den Tisch angeht. Ihr habt ja auf der 41er einen fest installierten Tisch, also das haben wir jetzt auch gemacht. Der Tisch ist auch klappbar, damit wir, wenn wir auf Fahrt sind, dann auch immer den Durchgang noch haben. Aber auf der anderen Seite natürlich, wenn man dann doch mit ein paar Leuten mehr hier sitzt, wenn man da so runter guckt, haben wir jetzt einfach mehr Platz, und deshalb haben wir das Ganze gemacht. So, wir blicken hier auf den Fahrstand, der ist auch umgebaut worden und Peter erklärt euch jetzt, wie es geschehen ist. Ja, der Umbau ist so gewesen, dass ich dem Polsterer gesagt habe oder mit dem Polsterer besprochen habe, weil wir hier am Anfang relativ hoch gesessen haben, also so auf dem Niveau. Deshalb habe ich gesagt, oder haben wir vereinbart, dass die Polster tiefer sind, damit man eben auch tiefer sitzt. Deshalb ist hier dieser Absatz drinne. Das reicht noch aus von der Polsterung, um bequem zu sitzen, aber man sitzt einfach besser als wie mit der Originalpolsterung, so gut wie die auch war. Wo ich übrigens noch darauf hinweisen möchte, was sehr schön ist, oder wo ich mich darüber freue, ist, dass wir das Brom-Logo bekommen haben. Auch auf den anderen Sitzen, das zeigen wir gleich noch. Das war nicht ganz einfach, aber es hat funktioniert. So, wir kommen jetzt zur Rückbank der Brom 39. Hier hat man eine wunderschöne Ecke eingebaut. Und das ist eine wunderbar nutzbar jetzt. Ja, ich kann also berichten, wir haben hier schon mit ganz vielen Leuten gesessen jetzt. Also der Umbau hat sich wirklich gelohnt. Trotzdem wir da relativ groß umgebaut haben. Die Funktionalität ist erhalten geblieben. Ich zeige das jetzt einfach mal. Wir können trotzdem immer noch hier das Mittelteil rausnehmen, auch wenn es ein großes ist. Und wir sehen den alten Durchgang. Und auch hier, muss ich sagen, hat der Fachbetrieb gut gearbeitet. Man kann die Bank rausnehmen. Da liegt noch die Notleiter sozusagen. Und man kann immer noch den Rückeinstieg nutzen, wenn es dann nötig ist. Ja, so, was ich also noch zeigen wollte, was wir gemacht haben, zusätzlich mit den neuen Polstern hier und der Vergrößerung der Sitzfläche ist, wir haben, ich nehme das mal hier weg, wir haben die Abstützung für die Polster, also umlaufend zu der Reling sozusagen, das nochmal komplett aufsetzen lassen, umlaufend über das ganze Heck. Und was ich besonders toll finde, ist, wenn man hier, Jürgen, da kannst du mal drauf gucken, die haben das also wirklich perfekt gemacht hier. Da ist nichts, wo man meckern kann. Die Funktionalität ist, also von der Verarbeitung her ist das toll, und die Funktionalität ist weiterhin erhalten. Wir können also, wenn es denn notwendig ist, wirklich den Heckausstieg immer noch benutzen. Also das ist wirklich eine gute Sache und wir sind eigentlich sehr zufrieden mit der Arbeit, die da geleistet haben. Das ist jetzt das Gesamtkunstwerk. Hier ist der Fahrstand, der neue Tisch. Und dann geht es darum, in die Sitzecke, die jetzt durchgehend ist und mörderbequem ist mittlerweile. Kunstwerk ist gut, aber der Eigner ist sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich bin total begeistert. Das wertet das Boot hier total auf. Gegenüber vorher ist es gar nicht wiederzuerkennen. Also ein Daumen hoch für diese Leistung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann würden wir uns über ein Abo freuen. Drückt einfach hier unten den Button und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Vielen Dank.